Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Custom Made Gear bei TechDocs. Wir haben heute einen speziellen Gast bei uns im Studio, Sebastian Schäfer. Wer ihn nicht kennt, dann springt mal ganz zurück an den Anfang von unserem YouTube-Kanal. Dezember 2019 haben wir das erste Video mit ihm gemacht. Da hat er einmal die Ausbildung gezeigt. Einen Monat später haben wir ein bisschen Gear gezeigt. Und deswegen haben wir gesagt, weil wir die ganze Zeit natürlich immer wieder Kontakt hatten und auch weiter befreundet sind und Projekte zusammen gemacht haben, wir laden ihn mal ein und lassen ihn mal ein bisschen was über sein Gear sprechen. Aber jetzt lassen wir erstmal ihn sprechen und sagen mal Hallo. Hallo Sebastian, grüß dich. Hi Martin, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist hier im Schweinestall mit deinem Hund, den man hier im Hintergrund auch hecheln hört. Also es sind keine Fans, die irgendwo liegen und tot sind, sondern das ist dein Hund. Den brauchen wir nämlich dann auch gleich hier für die ganze Geschichte. Denn du hast gesagt, du würdest gern mal deine Sachen vorstellen, weil du hast ja einen Shop neben deiner Hundeausbildung. Also wer Sebastian Schäfer nicht kennt, auf jeden Fall mal drüben vorbeischauen in seinem YouTube-Kanal, auf seiner Webseite. Mondoring-Weltmeister, Hundeausbildung. Also immer wenn wir irgendwas mit Hunden haben, gehen wir zu ihm und fragen ihn. Er war auch schon des Öfteren jetzt bei Fotoshootings mit dabei und hat uns da unterstützt. Und der Hund macht die Action. Ja, und das ist unsere Anlaufstelle, wenn es um Hunde- und Kanonengeschichten geht. Und genau deshalb haben wir gesagt, er kommt jetzt mal her und zeigt euch mal die Sachen, weil die Sachen, die er im Shop anbietet, sind nämlich nicht so diese typischen Hunde-Zubehörgeschichten, die es von der Stange gibt, wie man sie kennt, Halsbänder oder sonst irgendwas, sondern wirklich custom-made, also auf den Hund spezialisiert oder beziehungsweise mit dem Herrchen und dem Hund abgesprochen in deine Hände gelegt. Aber am besten erklärst du jetzt mal das Konzept dahinter und warum das so wichtig ist, dass man da Custom-Sachen anbietet. Ja, Martin, danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf, die Sachen vorstellen darf. Du hast schon Hundeausbildung erwähnt. Darum wird es halt hier definitiv nicht gehen. Wer was darüber sehen möchte, schaut doch einfach mal auf meinen YouTube-Kanal TechDoc Sport, Sebastian Schäfer. Da findet ihr alles zum Thema Hundeausbildung. Heute geht es hier zum Thema Custom Gear. Jetzt möchte ich mal ein bisschen vorgreifen. Ich habe sehr viel mit Hundetrainern und Hundeausbildern zu tun. Und das Problem ist immer, wir reden von der eierlegenden Wollmilchsau. Jeder hat die Vorstellung, ich möchte das so haben, ich möchte das so haben, mein Geschirr für meinen Hund muss da sitzen. Die Hunde sind genauso individuell wie wir Menschen. Es gibt Menschen mit einem Waschbrettbauch und es gibt Menschen mit einem Waschbärbauch. Und genauso ist das auch bei den Hunden. Es gibt Hunde, die athletisch sind und es sind Hunde, die sind einfach ein bisschen überproportional gesehen. Ja, okay. Und dafür müssen wir halt einfach das richtige Equipment finden. Das nächste ist, jeder möchte gern was Individuelles haben, was auch einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Und genau darauf habe ich mich spezialisiert. Und du arbeitest auch nur mit dem feinsten Shit, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Comfrox, Fitlock, Austria Alpine, gutes Cordura, alles richtig vom Feinsten. Also wir versuchen es komplett zu vermeiden, dass wir irgendwelche Komponenten aus China kommen lassen. Also da bin ich im Großen und Ganzen Gegner davon, das möchte ich auch nicht. Ich möchte auch sei es von der Produktion her und sei es auch von dem ganzen Equipment her und von dem, ja, ob es jetzt Schnallen sind, ob es jetzt Gurtband ist, gucke ich, dass das aus Europa kommt und dass wir genau auf diese Ressource auch entsprechend zurückgreifen können. Es gibt natürlich Sachen auch beim einfachen Gurtband, das kommt nicht aus Deutschland. Also das kommt zum Teil auch aus China. Auch die liefern eine entsprechende hochwertige Qualität. Wir versuchen es aber im Großen und Ganzen komplett zu vermeiden. Ja, mit Asien ist es ja immer so, wenn du eine gute Qualitätskontrolle hast, ja, dann ist das Zeug, was von da kommt, auch nicht deutlich schlechter, sondern im Gegenteil, es kann wirklich sehr, sehr gut sein von der Qualität. Definitiv. Was ich zu unseren Produkten oder wenn wir solche Sachen zum Beispiel wo wir wissen, dass es aus Asien oder aus diesen Ländern kommt, was wir mit den Produkten machen, wir unterziehen dem Produkt immer einen Qualitätstest. Also unsere Hunde müssen ja auch viel arbeiten, wir sind auch viel mit unseren Hunden unterwegs und da ist auch wichtig, wir testen die Dinger, wir hauen das unseren Hunden an den Hals oder machen entsprechend Geschirr draus oder eine Leine draus und dann ziehen wir das Zeug mal so richtig schön durch den Dreck, auf Deutsch gesagt.
Die Halsbänder liegen dann bei uns auch mal meistens bei mir auf dem Balkon. Meine Nachbarin fragt dann manchmal, warum hast du Halsbänder auf dem Balkon liegen? Sag ich, UV-Test. Ich möchte sehen, was passiert, wenn die Produkte lange in der Sonne liegen. Ja. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, holen wir mal ein paar Hunde auf den Tisch und dann zeigen wir es am Hund direkt? Oder möchtest du es erstmal Ich möchte es so erstmal zeigen? kurz vorher zeigen, was unsere Produktpalette so anbietet. Ja. Ich habe jetzt hier keine Standardprodukte, ich habe jetzt hier wirklich Custom-Produkte. Custom-Produkte, die wir für Kunden gebaut haben, die ich mir direkt kopiert habe. Ja, ich nenne es jetzt wirklich mal kopiert habe, wo ich gesagt habe, ey, die haben so einen hohen Wiedererkennungswert, die möchte ich einfach haben. Okay. Zum einen hier auch diese kopierten Produkte, also die Produkte, die sich schon mal jemand selber entworfen hat, kann man natürlich auch komplett bei uns erwerben. Also deswegen ist das keine Kopie. Ich nenne es jetzt nur mal Kopie. Es kann problemlos dupliziert werden und wird natürlich auf Kundenwunsch angepasst. Ich fange mal hier mit einer Leine an. Das ist eine Leine, selbstschließender Kongfrog-Karabiner. Ins Halsband rein, schließt sofort selber, einseitig betätigen, kann es definitiv nicht aufgehen, beidseitig, wupp, raus, also auch Quick Release, kannst nun schnell von der Leine lassen und kannst auch wieder schnell an die Leine nehmen. Hier praktische Eingriff, dass ich einen Hund kurz führen kann, geht weiter, eine kleine Schlinge, wo man noch irgendwas, zum Beispiel, viele wollen Hundemarken an der Leine haben oder noch einen Kotbeutel oder noch ein Licht, was auch immer. Ja. Hier dahinter. Wir sagen übrigens bei uns nicht Kotbeutel, bei uns sagen wir Kackbeutel. Kackbeutel? Ja. Okay. Ganz wichtig. In Eastside from Germany sagt man, da kommt die Kacke rein. Ja, gleich dahinter befindet sich ein Drehwirbel. Weil es gibt... Für die Disco-Hunde? Nee, das hat nichts mit Disco-Hunden zu tun. Das Problem ist, der Kongfrog, nicht wie die Otto-Normalleihen. Die Otto-Normalleihen haben ja hinten einen Wirbel drin. Das Problem ist, oder viele möchten einen sehr hochwertigen Karabiner haben, wo der Hund dran befestigt ist. Das Problem ist natürlich der hochwertige Karabiner, der Karabiner, der normale, selbst der Edelstahl, die brechen ja so bei um die 500 Kilo. Also wir haben die auch schon mal auf dem Prüfstand gehabt, um die 500 Kilo ist so der Edelstahlkarabiner, auch die großen. Der Kongfrog bricht natürlich nicht so schnell, irgendwo bei 2,5 Tonnen. Hier reißt das die Bruchstelle irgendwo so bei 1,5 Tonnen. Das Problem ist natürlich, jetzt haben wir hier keinen Drehwirbel drin. Es gibt aber Hundeführer, die sind sehr viel mit den Hunden unterwegs, gerade im Dienstbereich oder im Sicherheitsdienst oder auch mir geht es selber so beim Wandern. Wenn sich dann doch die Hunde bewegen, die Leine verdreht sich. Deswegen ist hier darüber direkt der Drehwirbel. Verstanden. Bei dieser Leine ist es so, diese kann als Kurzführer gehalten werden oder hier ist noch eine Austri Alpin Cobra-Schnalle drin. Oder man kann sie auch komplett lang lassen, dass wir hier 1,20 Meter Länge haben. Da haben wir, über diese spezielle Leine haben wir kurz vorab mal gesprochen. Einfach mal, dass ihr das auch mal versteht, wenn ihr mal in den Shop geht und sagt, oh, die kostet ja ein Vermögen. Alleine hier, wenn man mal die einzelnen Komponenten angeht. Wir haben hier eine Kongfrog, ja, um die 20 Euro, dann das Ding auch um die 25 Euro, meine ich, ne? Und eine Austria Alpin, ein Backel. Also alleine die Komponenten bringen das Ganze schon auf einen relativ hohen Grundpreis. Also da ist nicht jemand hier, der dann sagt, schickel, ich verdiene mir jetzt hier die goldene Nase, sondern das ist wirklich schon mal von den Grundmaterialien her ein sehr teurer oder ein sehr aufwendiges Projekt. Du hast ja auch gesagt, du hast gedacht, das verkauft sich nie und jetzt hast du schon etliche davon. Also ich habe wirklich gedacht, das ist hier die vergoldete Leine, das ist wirklich die eierlegende Wollmilchsau. Die Leine habe ich für einen Kunden gebaut, der wollte die 1,27 Meter haben. Exakt 1,27 Meter. Exakt 1,27 Meter. Er hat mir auch erklärt, warum. Das ist diese Weite, die der Hund von ihm weggehen darf und er rechnet an Armlänge, dass er wieder reingreifen kann, wie auch immer. Okay. Was der Kunde möchte, bekommt er bei uns. Ja. Ist mir letztendlich komplett egal. So, dass der Kunde glücklich ist. Perfekt. Auch von der Verarbeitung her, also hier sind Balkenriegelnähte drin, die seht ihr ganz oft auch an Bergsteigerausrüstung. Also wir haben auch die Maschinen dazu, die diese Sachen so vernähen, die werden im Sicherheitsbereich
Ja, die produzieren auch normal im Sicherheitsbereich und auch so eine Balkenriedelnaht hält mal locker 500 Kilo. Das also kannst du da auch wirklich eine Maschine von Hund dranhängen, die ordentlich zerrt. Ja, du kannst damit, also wenn du mit dem Hund mal in der Wildnis bist und ja, du bleibst mal im Schlamm stecken, weil du einfach mal ein bisschen abseits gefahren bist, kannst du dir einen Trecker kommen lassen und kannst auch mit einer Leine auch mal dein Auto aus dem Dreck rausziehen. Ist ja vielleicht auch mal interessant so als Abschleppersatz oder sowas, ja? Das wäre eigentlich mal eine Idee, das könnte man mal ausprobieren. So eine Prepperleine quasi. Ja, genau. Bevor wir jetzt mal auf die Geschirre eingehen, denke ich, machen wir erstmal das, was am interessantesten für die breite Masse ist. Und das wäre natürlich ein Arbeitshalsband oder ein Hundehalsband. Wobei das natürlich kein reguläres Hundehalsband ist, beziehungsweise du da ein paar Features mehr mit reingebaut hast, die du jetzt sicherlich mal im Detail erklären möchtest. Also das ist jetzt hier kein Arbeitshalsband. Das ist jetzt fällt bei uns unter das Thema normales Custom Freizeithalsband. Okay. Vielen Dank für die Aufklärung, ich als Hundenoob. Arbeitshalsbänder haben ja einen gewissen Arbeitszweck. Da ist meistens noch ein Griff dran oder eine Patchfläche dran, je nachdem. Da gehe ich mal wirklich mehr in die Arbeit rein. Das ist jetzt für mich ein reines Freizeithalsband. Okay. Beim Freizeithalsband hier zum Beispiel polierte Austria Alpin Cobra Buckel mit D-Ring, Gurtband in Rot mit grauen Neopren ausgepolstert. Und was bei unseren Halsbändern Standard ist, bei uns ist der Verstellbereich immer innen. Also sprich, du kannst das mit dem Klett lösen, Größe verstellen, wieder zuziehen. Erstens, die Cobra-Schnalle ist selbstschließend, also die Größe kann sich nicht so ohne weiteres verändern. Das nächste ist, dadurch, dass ja der Hund das Halsband umhat, kann auch der Klett hier nicht aufgehen. Verstanden. Also das ist bei uns ganz normaler Standard, dass der Verstellbereich im Innenbereich ist. Wie du vorher schon gesagt hast, es gibt so gewisse Features, gerade im Arbeitsbereich. Arbeitsbereich möchte ich jetzt auch noch mal gar nicht so groß sagen. Zum Beispiel, das ist jetzt auch so ein Custom-Produkt. Da hat sich einer Emergency Brake auf einen selbstschließenden Magnetgriff draufsticken lassen. Ist, glaube ich, für einen Cane Corso gemacht worden. Ist genauso wieder, die Farbe ist nicht Oliv, auch nicht Coyote, das ist, glaube ich, Khaki nennt sich das. Khaki-Gurtband, rote Nähte und dazu passend der rote Griff und eben selbstschließende Magnetgriff bestickt. Was jetzt bei uns schon unter reines Arbeits- bzw. auch Einsatzhalsband gilt, ist jetzt zum Beispiel das hier. Auch wieder selbstschließender Magnetgriff. Hier ist aber ringsrum Velcro, also dass auch Patches, gerade für Polizei, Security, Spezialzeiten, Beleuchtung angebracht werden kann. Und das Halsband ist komplett eingefasst. Das zählt bei uns als das Arbeitshalsband. Wer natürlich Bock hat, so ein Halsband im Alltagsbereich für seinen Hund zu haben, kann das genauso auch im Alltagsbereich nutzen. Genauso, wer jetzt zum Beispiel so ein Halsband möchte und ist zum Beispiel Diensthundeführer und möchte so Polizei draufgestickt haben, der bekommt das natürlich und kann das genauso auch als Diensthundehalsband nutzen. Hier können wir genauso auch noch entsprechenden Magnetgriff oder normalen Handgriff dran anbringen. Check. Dann ab zu den Geschirren mit Hund. Ja. Geschirre das Thema können wir bei uns sehr breit ausspringen. Wir gehen mal vom einen Extrem ins andere. Das ist einmal ein normales Freizeitgeschirr. Brustbereich ist fix, also das ist custom-fähig. Neopren kann man sich aussuchen, Farbe, Gurtbandfarbe kann man sich aussuchen. Hier sind jetzt ausnahmsweise keine Austria Alpin Schnallen drin. Hier sind Fitlock-Schnallen drin, Magnetschnallen auf und dann natürlich entsprechend selbstschließend ist so auf Kundenwunsch gefertigt worden. Hier auch wieder der selbstschließende Magnetgriff und kann auch hier entsprechend bestickt werden noch im Vorfeld. Und du hast ja den Prozess für die Custom-Geschichte für die Kunden auch optimiert. Ne? Du hast eine Vorlage, wo genau steht, wie der Hund auszumessen ist, dass man genau weiß, wie breit ist die Brust des Hundes, wie viel Platz habe ich am Hals, wie lang ist die Gesamtlänge und so weiter und so fort. Einfach, dass du da schon mal ganz speziell das Geschirr auch anfertigen kannst. Ne? Das ist ein Geschirr. Hier brauche ich komplett eine Maßtabelle. Also hier muss eine Maßtabelle vom Hund ausgefüllt werden, Halsumfang, Brustumfang, Brustbreite,
Brustkorbumfang, Rückenlänge, dass wir das natürlich entsprechend anpassen können. Jetzt gehen wir mal weiter zum nächsten Extrem. Das ist unser Einsatzgeschirr, kann auch als Outdoor-Geschirr genutzt werden. Ich selber nutze es sehr gerne zum Wandern, weil ich Packtaschen für mich dran anbringen kann. Kann auch meinen Hund für unterschiedliche Punkte befestigen, wenn ich ihn zum Beispiel mal über irgendwie einen Felsen tragen muss. Ja, auch hier der selbstschließende Magnetgriff. Und zur Passform her, das würde ich euch natürlich jetzt gerne am Hund zeigen. Ja, dann holen wir den mal auf den Tisch, würde ich sagen. Ja. Chap freut sich riesig, dass er hier oben auf dem Tisch sein darf. So, jetzt zum Anziehen vom Geschirr. Ganz normal, auch hier, wie bei all unseren anderen Sachen, Verstellbereich im Innenbereich drin. Wer es möchte, kann das natürlich auch außen bekommen. Gerade wenn man den Hund oder wenn man mehreren Hunden die Sachen anziehen möchte, dann würde ich halt einen Verstellbereich auf außen wählen. Ich möchte ihn für meine Hunde innen haben, weil bei mir immer nur oder jeder Hund sein eigenes Geschirr hat. Der Verstellbereich hier im Brustbereich ist auch nochmal durch einen Frame individuell verstellbar. Ja, heute Abend bin ich sauber geduscht. Wird über einen Gummizug abgedeckt, so dass da nichts irgendwo draufschlagen kann oder irgendwo kleppern kann oder dass der Hund irgendwo hängen bleiben kann. Dann ganz normal Brustplatte drüber ziehen. Kann man einmal, zweimal und die andere Seite schließen und fertig ist der Hund angezogen. Hier bei dem Geschirr, das habe ich auf meine Ansprüche gemacht. Ich habe hier zwei Metall-D-Ringe drin, wo ich den Hund befestigen kann, die ich zurückklappen kann. Einmal noch eine Lasche. Hier habe ich nochmal auf jeder Seite eine Lasche, wo ich zum Beispiel, wenn wir nachts unterwegs sind, 2 Knicklichter dranhängen kann oder Lampen und nochmal Patchfläche mit Molleschlaufen, wo ich auch nochmal was einschlaufen kann. Die Schlaufe hinten ist nochmal dafür da. Hier kann ich zum Beispiel nochmal Beinschlingen befestigen, falls ich doch mal irgendwas meinen Hund abseilen muss oder irgendwo ein Hindernis überwinden muss, wo ich auch die Hüfte unterstützt haben muss. So, jetzt zeigen wir euch das Freizeitgeschirr hier für die Maxi. Und das ist nämlich ein Jagdhund. Und der Jagdhund hat nämlich gerade Wild entdeckt. Das Wild heißt Frohlich. Wir müssen natürlich unsere Hunde hier ein bisschen motivieren, dass die hier oben was tun. Und ruhig stehen bleiben. Bleib stehen, Maxi. Super, so ist fein. Für ruhiges Stehen gibt es natürlich was. Das ist nicht mein Hund. So, vom Freizeitgeschirr. Ihr kennt den Hund, ja. Es ist unser Studiohund. Ja. Vom Freizeitgeschirr her, das ist für Maxi angepasst worden. Was hier auch versteckt ist unten drin, ist nochmal ein Verstellbereich für den Brustbereich. Dass ihr die Brustlänge euch individuell einstellen könnt. Also das ist der Bereich hier unten. So, und jetzt werden wir Maxi das Geschirr mal anziehen. Angepasst haben wir es schon und jetzt wird nicht gefressen. So, da stehen bleiben. Super, wenn du da stehen bleibst, Maxi, gibt es noch was. Super, so ist fein. Schnell zum Anziehen. Klack, einmal zu. Klack, zweimal zu. Wichtig ist immer bei den Schultern, wichtig ist immer beim Geschirr, dass hier die Schultern rechts und links frei sind, dass das Geschirr vorne auf der Schulter sitzt und nicht die Schulter blockiert. Und hier seht ihr einen schönen Zug nach hinten und natürlich der selbstschließende Magnetgriff. Und das nochmal für alle, die jetzt keine Experten von Hundegeschirren sind, so wie ich. Das hat natürlich den riesen Vorteil für euch als Hundebesitzer, dass ihr den Hund nicht tot wirkt. Ja? Also wenn ihr einen Hund habt, der viel in der Leine hängt oder zieht oder so, hier habe ich wirklich die Entlastung über die ganze Fläche. Ja? Der Hund ist sicher im Geschirr und hat natürlich dann man hat den Vorteil, wie gesagt, dass der Hund nicht gewürgt wird. Genau. Richtig? Richtig. Ah, ich habe schon ein bisschen was gelernt. Ja, Basti, vielen Dank für die Vorstellung deiner Sachen. Ich denke, das war einfach nochmal eine coole Geschichte auch für die Leute, dass die einfach verstehen und sehen, wie viel da überhaupt geht in dem Bereich. Ja? Und gerade auch was jetzt K9 und taktische Ausbildung angeht, finde ich persönlich, dass der Hund da immer mehr Bedeutung gewinnt. Ja? Auch was die Technik angeht, da entwickelt sich immer weiter. Wir hatten jetzt auf der Millipol Helme für Hunde und der ist natürlich jetzt extrem motiviert, das Essen zu bekommen. Ja, und deswegen finde ich es ganz cool, dass du uns jetzt hier mal diese Sachen vorgestellt hast. Und ich denke, ihr könnt auf jeden Fall mal Kontakt aufnehmen, wenn ihr selber Hundebesitzer seid, zum Basti. Der wird euch da mit Sicherheit gut beraten und euch auch dann das entsprechende Mittel anbieten.
Wir müssen jetzt hier, glaube ich, mal zum Ende kommen, weil die Hunde uns das ganze Studio auseinanderreißen. Basti, möchtest du noch was sagen? Ich bin auf jeden Fall, danke Martin, da bringt mich gerade ein bisschen durcheinander. Danke, dass ich da sein durfte. Ich freue mich schon, dass wir ganz bald wieder was zusammen machen. Definitiv. Entweder mein Equipment oder ich stehe euch natürlich immer gerne zu Dienst mit meinen Hunden, dass ich euch ein paar Sachen mit euch machen kann. Für euch da draußen, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare. Dann gucken wir, wenn ihr sagt, wir wollen bei der Hundeausbildung, das interessiert uns, dann machen wir nochmal ein Special-Video mit dem Basti. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Dann kriegt ihr das, die würde das interessieren, klar. Ja, was da drunter kommt. Also ich finde das total witzig. Ja, okay, verstanden. Was man sehen will, das ist ja immer das Schöne dran. Also schreibt es uns rein, wenn euch irgendwas im Detail interessiert und dann gucken wir, dass wir das so umsetzen für euch. Danke Martin, bis bald. Bis bald. Wie immer an dieser Stelle, Lack und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye, ciao. Leg dich jetzt hin! Oh, danke! Sorry. Oh, das hat... Martin, eines Tages stehst du mal hier und ich sag Hallo, herzlich willkommen! Ich bin eh schon taub, mir ist es egal. So, und wenn ihr was Spezielles braucht, wir statten auch Sadomaso Studios aus.